Liebe Arbeit, im Hausflur nehme ich dem DPD-Kurier einen überflüssigen, unnützen, hässlichen Stuhl, aber das geht mich, könnte man meinen, natürlich nichts an, in einem zerstoßenen Karton für die Nachbarn ganz oben ab. Der Zusteller hat überhaupt keine Wahl mehr, als mir sein Herz auszuschütten, weil sein Herz ihn dazu zwingt. Es schüttet sich förmlich selber aus, bedient sich des Mundes, des ganzen schwitzenden und rasenden Körpers des Kuriers, um sich durch den Tag, durch die Woche und noch bis Ende Oktober zu retten. Er habe gekündigt, sagt der Kurier. Ich sage ihm nicht, dass ich nicht glaube, dass sein Herz, sein Körper, sein Verstand noch bis Ende Oktober durchhalten. Überlegt noch irgendwer, was er eigentlich bestellt? Fragt er. Überlegt noch irgendwer, was er eigentlich tut? Er arbeitet und bedauert, dass er sein Studium nicht abgeschlossen hat. Ich höre ihm zu, bis er weitereilt. Ich halte fest, dass ich kein Bedürfnis habe, das, was ich tue, als Arbeit zu bezeichnen oder als Arbeit bezeichnen zu müssen. Das sind alte Bestrebungen. Ich habe auch kein Bedürfnis mehr, meine Langsamkeit, mein spezifisches Vorgehen zu verschleiern und als zielstrebige Geschäftstüchtigkeit zu verkleiden. Aber ich würde und muss immer meine Arbeitsweise verteidigen, denn ich brauche sie. Ich brauche Langsamkeit, Tempo, alles zu seiner Zeit. Rückzug, Abschweifung, Hyperfokus und Konzentrationsschwierigkeit. Ich brauche, dass ich vorher nicht weiß, was genau ich brauche und es immer wieder aufs Neue herausfinden kann. Ich brauche Zeit für Ziellosigkeit und widersprüchliche Entscheidungen. Ich brauche Umstände, in denen sich nichts nach Arbeit, nichts nach Arbeiten anfühlt. Und ich brauche Umstände, in die ich hineinarbeiten kann, aus denen heraus ich arbeiten kann, von denen aus ich Arbeit als autonome Handlungsraum sehe. Arbeit, ich höre alles. Arbeit, ich höre dich gut. Ich höre dich alle Zeit. Ich höre dich viel zu gut. Ich höre ja eigentlich fast immer nur dich. Darf ich sagen, ich möchte keine Arbeit mehr für Arbeit verschwenden? Darf ich sagen, dass die Arbeit vollkommen kontaminiert ist? Arbeit ist, was sie schon im Grimmschen Wörterbuch war, nämlich Beschwernis, Leiden, Mühe. Dazu Plackerei. Möglicherweise bin ich besser als Stein, als Pflanze, als Staub etc. zugegen, um an der Arbeit, ihren Umschreibungen und Kostümierungen vorbeizukommen. Es wäre jedenfalls zu gut, wenn ich immer dorthin käme, wo vollkommen klar wäre, ich komme nicht in die Zumutung der Arbeit hinein, nicht in Beschwernis, Leiden, Mühe, Plackerei. Ich versuche, Störungen fernzuhalten. Störung für die Störungen zu sein. Das ist die Alternative zum Leben als Stein oder Pflanze oder Staub. Und ich halte im Kopf dieses Wort aus dem Grimmschen Wörterbuch. Arbeit leer. Die arbeitleere Stelle. Die Stelle ohne Arbeit. Die Stelle ohne Mühe, Leiden, Plackerei. Hat sie jemand gesehen? Liebe Arbeit, ich schreibe dir in den Worten der portugiesischen Nonne Mariana Alcoforado. Du wolltest, dass ich dich lieben sollte. Das war dein Plan. Und da er einmal gefasst war, gab es nichts, wozu du nicht bereit gewesen wärst, um ihn durchzuführen. Du hättest dich am Ende sogar entschlossen, mich zu lieben, wenn das nötig gewesen wäre. Aber du merktest bald, dass du bei deinem Unternehmen ohne Liebe zum Ziel kommen würdest, dass du sie gar nicht brauchtest. So schöne Dinge, wie du sie mir beständig sagtest, hatte ich nie gehört. Es kam mir vor, als verdankte ich dir die Vorzüge und die Schönheit, die du an mir entdecktest und mir zum Bewusstsein brachtest. Man sprach gut von dir. Alle Welt war auf deiner Seite. Beziehung hat viele Formen. Sie steht auf dem Spiel
ist unfertig und hat Folgen. Wir gehen gleich los. Es geht gleich los, ja. Gleich werden Sie alles sehen. Wir begrüßen uns ausführlich. Wir wollen uns alle ausführlich begrüßen und weiter begrüßen und immer noch mehr begrüßen und länger und ausführlicher. Ich kann von Begrüßungen überhaupt nicht genug kriegen. Gucken Sie mal, dort. Und gucken Sie mal dahin. Sehen Sie das? Oh, jetzt ist es schon weg. Aber kurz war es da. Ja, kurz war es da. Wo ist es nur hin? Kurz war es da und gefiel mir so sehr. Ich erinnere mich daran, dass es mir sehr gut gefiel. Aber ich weiß nicht, was es war. Und ich werde es für immer vermissen. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Ich hoffe, es geht dir, euch, ihnen gut. Wir hoffen, es geht dir, euch, ihnen bestens. Es sollte dir, euch, ihnen überhaupt niemals anders gehen. Und es sollte natürlich, vollkommen selbstverständlicherweise dein, euer, ihr Wohlgefühl, Wohlergehen geknüpft sein an das Wohlergehen der Welt. Wir gehen natürlich und vollkommen selbstverständlicherweise davon aus, dass dein, euer, ihr Wohlgefühl und Wohlergehen bekanntermaßen geknüpft ist an das Wohlergehen der Welt. Es tut uns folglich leid, dass es dir, euch, ihnen nicht gut geht, gar nicht gut gehen kann, und es geht uns nicht anders. Sie hören Begrüßungsworte von allen, die es schaffen, auf die Bühne zu kommen. Sie hören Begrüßungsworte von allen, denen es einfällt, den Ort, an dem sie gerade stehen, eine Bühne zu nennen. Sie sprechen nun auch Begrüßungsworte. Sie sagen, Beziehung hat viele Formen, sie steht auf dem Spiel, ist unfertig und hat Folgen. Ungeachtet meiner Vorbehalte, Vorlieben und Überzeugungen, ungeachtet meines ganzen Lebens, entstand eine Landschaft, ein Massiv ganz aus Arbeit darin oder eine Landschaft ganz aus Arbeitsmassiv, eine spezialisierte Landschaft. Ich hatte eine sehr monothematische Landschaft entstehen lassen, indem ich der Raumforderung namens Arbeit nichts entgegengesetzt hatte, ihr nichts entgegenzusetzen vermochte oder wagte. Gar nichts, nicht einmal Todesfälle, Geburten, Einwände, Krankheiten, Sorgen, Erdbeben, Kriege, Spiele, Unfälle, Verspätungen, Unhöflichkeiten, Missverständnisse, Erinnerungen, Erfahrungen, Unlust. Ich hatte das Arbeitsmassiv uneingeschränkt wachsen und agieren lassen und wusste deshalb bald, wie es war. Die Abmessungen der Raumforderung ließen sich genau bestimmen, denn lässt man die Arbeitswelt agieren und sich ausformen und sich ganz ihren eigenen Bedürfnissen gemäß entwickeln, die ja durchaus regelkonform und gesetzestreu sind oder behaupten es zu sein, so zeigt sich die Arbeitswelt gierig und gieriger und erstaunlich, faszinierend, erschreckend, überzeugend, zermürbend, drangsalierend, beschleunigend, fräsend, verdrängend, normalisierend, gefräßig. Und die Frage ist immer, wo und wie beginnen, damit ein Vorhaben nicht zur Arbeit wird? Oder, und ganz aus dem Alltag gesprochen, wie sich geben, wohin schauen, damit nicht auffällt, wie etwas doch schon und schon wieder Arbeit geworden ist. Und die alte Frage lautet, wer profitiert? Die Arbeitswelt ist kleiner, gleich groß, größer als die Welt. Und die Frage ist immer, wie sich die Vorhaben in Arbeit ertränken lassen und wie sich Arbeit am Vorhaben labt und es dann
unzerkaut verschlingt. Ich habe das Zeug zur Arbeit. Ich habe nicht das Zeug zur Arbeit. Ich habe keinerlei Zeug. Ich habe alles Zeug verloren. Ich habe das Zeug nie gehabt. Was ist denn das für ein Zeug? Oder kannst du mal dein Zeug hier wegräumen? Ich habe das Zeug zur Arbeit nicht mehr. Ich befinde mich mit der Arbeit, wie wir sie kennen, in einem Ablehnungsverhältnis. Ich habe zur Arbeit, wie wir sie kennen, ein ganz aus Ablehnung gemachtes Verhältnis und betone das. Ich habe das Zeug zur Arbeit im Überfluss. Es mangelt mir am Zeug zur Arbeit. Und Walter Benjamin schrieb, meide beliebiges Handwerkszeug. Pedantisches Beharren bei gewissen Papieren, Federn, Tinten ist von Nutzen, nicht Luxus, aber Fülle dieser Utensilien ist unerlässlich. Wir wollen pedantisch sein. Was haben wir? Was brauchen wir? Es war einmal jemand, der sagte unablässig, ich bin allhier. Und es war zudem einmal eine funktionierende Logistik. Es war schon einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal und immer so weiter eine funktionierende Logistik. Es war einmal etwas, das dringend gesagt werden sollte. Aber was war es nur? Was war es noch gleich? Wenn Sie mal bitte nachschauen könnten, was es war? Wenn Sie mal bitte nachschlagen könnten, was es war? Was bisher geschah, das ist die Geschichte einer beginnenden Liebe. Das ist nicht die Geschichte einer beginnenden Liebe. Liebe Arbeit, liebe Arbeitswelt, mit leicht veränderten Worten der Nonne Mariana Alcoforado sage ich dir, es wird mir ein Genuss sein, dir deine Ruchlosigkeiten vorzuhalten, sobald sie mich nicht mehr so lebhaft berühren. Und wenn ich erst so weit bin, dir mitzuteilen, dass ich dich verachte, dass ich imstande bin, mit großer Gleichgültigkeit davon zu sprechen, wie du mich hintergangen hast. Und wenn ich erst so weit bin, dass alle meine Schmerzen vergessen sind und dass ich mich deiner nur erinnere, wenn es mir gerade einmal einfällt. Es wird mir dann ein Genuss sein, dir deine Ruchlosigkeiten vorzuhalten. How to Work Better. 1991 entwerfen Fischli und Weiß diesen Text für eine Wandinstallation. 2015 übersetzen wir Arbeiten besser, Ding ausschließlich, Tun fokussiert, Problem bekannt, Zuhören erlernbar, Fragen auffindbar, Unterschied feststellbar, Sinn möglich, Unsinn möglich, Akzeptanz unvermeidlich, Veränderung auch, Fehler eingestanden, Rede einfach, Wesen ruhig, Lächeln ja, Resilienz. 2023 haben wir das dringende Bedürfnis, Resilienz zu streichen. Fortsetzung folgt. Liebe Arbeit, liebe Arbeitswelt, nochmals mit leicht veränderten Worten der Nonne. Ich habe selbst alles getan, mir mein Elend zuzuziehen.
Ich habe dich viel zu offenherzig von Anfang an eine große Leidenschaft gewöhnt. Ich habe mich geirrt, das sehe ich wohl, als ich annahm, dass du redlicher gegen mich vorgehen würdest, als es im Allgemeinen geschieht. Das Übermaß meiner Liebe machte mich, wie es scheint, unfähig für alle Art von Verdacht und verdiente am Ende auch eine mehr als gewöhnliche Treue. Aber deine Anlage, mich und übrigens alle, die ich kenne, zu verraten, ist so groß, dass sie schließlich das Übergewicht bekommt über die rechte Einschätzung alles dessen, was ich und alle, die ich kenne, für dich getan haben. Ich wäre hinreichend unglücklich, wenn du nur deshalb Liebe für mich aufbrächtest, weil ich dich liebe. Wahrlich, ich gestehe, ich sehe keinen Ausweg, als dich tödlich zu hassen. Weißt du eigentlich, wisst ihr eigentlich, wissen Sie eigentlich? Wir bitten zu Tisch. Und natürlich lässt sich fragen, welcher Tisch das kann, was wir jetzt brauchen. Wenn wir uns jetzt an Tische setzen und wie wir die Möglichkeiten der Tische steigern oder behindern und herbeireden oder ignorieren könnten, sollten, müssen. Was ist die Arbeit des Tisches? Was ist die Arbeit eines jeden Dings? Was ist die Arbeit eines Zeugs? Lieber Beistelltisch am Tag und lieber Beistelltisch in der Nacht. Tatsächlich kann ich viele Dinge nicht, kann, unter uns gesagt, die gewöhnlichsten Dinge nicht mehr. Und ich ziehe das Gespräch mit dir manchem XYZ vor und reagiere auf die sogenannten vermeintlichen Anforderungen der sogenannten Arbeitswelt mit Assoziationen, Ausflüchten, Absagen, Ausbesserungen, Aggressionen. Und bin da ganz bei mir und ganz auf meiner Seite und kann woanders nicht mehr sein. Und du weißt das. Und ich möchte dir nun erzählen, was die Hamburger Autorin Heidi Fischer in ihrem autobiografischen Buch Kreiselverkehr schreibt. Aus dem Eintrag Kompliziert. Zitat. Ich fühle mich auch von ganz bestimmten Regeln, Vorschriften, Absprachen und so weiter überfordert. Besonders, wenn mir diese Regeln, Vorschriften, Absprachen und so weiter sehr, sehr hart, streng und ernst sind. Und wenn mir diese Regeln, Vorschriften, Absprachen und so weiter auch noch viel zu schwer und kompliziert sind, fühle ich selber mich immer sehr, sehr doll überfordert. Mir machen Regeln, Vorschriften, Absprachen und so weiter allgemein immer sehr, sehr große Angst, weil bei Regeln, Vorschriften, Absprachen und so weiter fühle ich mich in meiner ganz eigenen Freiheit und in meiner ganz eigenen Selbstentscheidungsfreiheit immer sehr, sehr doll eingeschränkt. Mir selber ist meine ganz eigene Freiheit und meine ganz eigene Selbstentscheidungsfreiheit immer sehr, sehr wichtig. Mir ist allgemein Lockerheit immer sehr, sehr wichtig. Und mir ist es immer sehr, sehr wichtig, alles immer ganz alleine zu entscheiden und selber zu bestimmen. Zitat Ende. Und ich reagiere auf den Stalking-Charakter der Arbeitswelt mit Tilgung meiner selbst aus dieser und mit einer wiederholten Forderung nach Lehre. Ich möchte in der Lehre der Arbeitslandschaft sein. Ich möchte Lehre und Tilgung in der Arbeitslandschaft sein und verweise hiermit auf Simone Weil, die Lehre als die Voraussetzung für Gnade beschreibt. Und Simone Weil sagt auch, hinnehmen, dass man der Notwendigkeit unterworfen ist und nur handeln, indem man sie, die Notwendigkeit, behandelt. Und sie sagt, Unterordnung unter diese Notwendigkeit bedeutet, Zitat, Einsparung von Energie.
Dank ihrer kann eine heroische Tat vollbracht werden, ohne dass weder der Befehlende noch der Gehorchende Helden zu sein brauchen. Ich habe in mir ein Ablehnungsverhältnis zu nahezu jeder anderen Unterordnung entwickelt, aber ein sehr inniges Verhältnis zur Notwendigkeit etabliert. Ich habe die Notwendigkeit sich als Dringlichkeit etablieren lassen und richte mich ganz nach der Notwendigkeit aus, die mich wegschiebt aus der exakt kartografierten, allgemein bekannten Landschaft der Arbeit und mich erodiert, verweht und ablagert. Ich arbeite nicht, ich höre zu. Und es sagt der Tisch, und es sagt von nun an wirklich hörbar, spürbar, jeder Tisch dies. Ich bitte um ein Gesprächsbedürfnis. Ich bitte darum, dass nichts, was eben noch eine Reihe an Handlungen aus Liebe und Notwendigkeiten war, oder ein Versuch und sowohl zur kurzfristigen Aktion als auch zur längerfristigen Anwesenheit befähigt und in der Form flexibel. Ich bitte darum, dass das, was eine autonome Kommunikation war, immer darauf aus, über den gegebenen Moment hinauszuschauen. Ich bitte darum, dass das, was eben noch in Form eines Gesprächsbedürfnisses an Strukturen andockte, diese befragte und dabei zugleich in der Lage war, die Strukturen zu überschreiben, mit Zeichen und Gesten und Handlungen und Lücken und Ruinen und Stadtplänen und Grabsteinen und Pathos und Mythos und Schweiß und Pausen und Flausen. Ich bitte darum, sagt dieser Tisch und sagt wirklich jeder Tisch, dass das, was eben noch eine Herangehensweise aus dem tiefen Interesse an den Zusammenhängen von Aussage und Umsetzung, Zeit, Ökonomie, Anspruch, Aufwand und Haltung war, nun nicht zu dem wird, was wir Arbeit nennen, zu dem, was gemeinhin Arbeit ist. Das sagen also alle Tische und ich will es genau so weitererzählen, weil es Teil der Arbeit ist, sich für eine Interpretation zu entscheiden und diese zu vertreten. Jetzt kommt alles auf den Tisch. Man hat sich unter den Tisch getrunken. Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, hat dies und das zu passieren. Tischlein deck dich von Esel- ganz allein. Esel, streck dich. Knüppel aus dem Sack. Tischlein, streck dich. Tischlein, leck mich. Ich werde über den Tisch gezogen, dachte ich. Aber es gibt Tische, über die kann man gar nicht gezogen werden. Die digitalen Tische. Die Sichtbarmachung der unsichtbaren Tische, über die man gezogen werden könnte. Der Mythos-Tisch. Der Tisch in der Garage. Tischbock und Tür. Der Mythos des simplen Ursprungs und der Anfang ist eine Handlungsfläche. 2 Stühle, ein Tisch. Das erste, was man einräumt und das letzte, was man ausräumt. Komm, wir setzen uns erstmal an den Tisch. Die eröffnete Handlungsfläche. Vorstellen, darstellen, ausbreiten. Alles auf den Tisch. Und meine Mutter sagt, Schuhe auf dem Tisch bringt Unglück. Also, jetzt kommt alles auf den Tisch. Aber was bedeutet das und wie geht das? Es war und ist so, wie Marianne Fritz es in der Einführung zu ihrem Roman Dessen Sprache du nicht verstehst schreibt. Zitat: Wirklichkeiten werden durch das engmaschige Netz aus Übereinkünften regelrecht Verkleidungen angetan. Sie werden förmlich angezogen, umgekleidet, unkenntlich, verzerrt.
Es wird schwerer, oft fast unmöglich, oft auch nur verzögert, an sie heranzukommen. Glatte Sätze, blendend wie Brillanten. Gläserne Berge wie Menschen aus Glas. Glatte, spiegelartige, angeblich dem Himmel näher wachsende Fastwolkenkratzer. Keine Brüche, keine Risse, weithin nur spiegelnde Glätte. Übereinkünften unterordne ich mich dann, wenn sie mich aus irgendwelchen Gründen überzeugen, aber nicht weil die Übereinkünfte nun einmal gegeben sind. Sinn- wie Zweckfragen erlaube ich mir, auch Abweichungen dem Umstande zuliebe wie einem anderen Umstande zuliebe. Denn wenn Übereinkünfte nur mehr an dieser oder jener Wirklichkeit vorbei wirksam sind, ich aber finde, die oder jene Wirksamkeit einer Übereinkunft schädigt, glättet, behindert, stutzt zurecht, vereinfacht, verflacht, deckt zu, wo ich abdecken möchte, bekleidet, wo ich ausziehen möchte, macht ruhig, wo Unruhe ist, vollendet, was eine Ruine ist, schafft Übersicht, wo keine ist. Da sage ich mir dann, so nicht, liebes Wort, liebes Zeichen. Du leistest noch viel mehr, wenn es dir zugebilligt wird. Du kannst noch viel mehr, wenn du nicht derartigen Einschnürungen ausgesetzt bist und bleibst. Und man kann und muss wiederholen. Liebes Wort, liebes Zeichen, du leistest noch viel mehr, wenn es dir zugebilligt wird. Du kannst noch viel mehr, wenn du nicht derartigen Einschnürungen ausgesetzt bist und bleibst. Tischlein, deck dich ab und auf und berichte von deinen Einschnürungen. Ich bin, du bist, er, sie, es sind, wir sind, ihr seid, sie sind, als Einschnürungen der Tische zugegen, nicht als Einschnürungen der Tische zugegen. Wenn es eng ist und wenn es erst Arbeit ist, dann liegt eine Aufgabe zur spezifischen Beherrschung von Welt vor. Eine Aufgabe von überbordender Größe. Ich denke an Atlas, der das Firmament für uns trägt. Und ich denke vor allem an jene Situation, in der Herakles den Atlas bittet, die 3 Äpfel der Unsterblichkeit für ihn zu besorgen, weil das für Atlas eine leichte Sache war. Während Atlas die Äpfel für Herakles stahl, trug Herakles das Firmament. Es ist Arbeit, Verdacht einzuflechten, nämlich von Atlas und Herakles gleichermaßen zu lernen, wie ein Trick funktioniert und wie er sich erkennen lässt, wo und wie er beginnt und was ein Vorschlag und was eine Bitte bedeutet. Denn wenn Herakles sagt, er könne das Firmament ja gern, ja nur zu gern auch weiterhin für Atlas tragen, der das, da er beim Besorgen der Äpfel eine lange vergessene Freiheit gespürt hat und diese nun ganz unbedingt nicht mehr missen will, wenn Herakles das sagt, befreit er sich einerseits aus einer Falle und bereitet zugleich die nächste vor. Herakles sagt, er müsse, um das Firmament weiterhin zu tragen, ja, sehr gern, natürlich, das übernehme ich gern für dich, zuerst aus seinem Umhang doch bitte noch kurz ein Polster für die Schulter falten, um der Aufgabe, das Firmament zu tragen, dauerhaft gewachsen zu sein. Wenn ein Herakles das sagt, dann gilt es aufmerksam zu sein, denn hier wird zwar einerseits nach angemessenem Komfort verlangt, andererseits aber fordert der Falsche bessere Arbeitsbedingungen. Und er fordert sie nur zum Schein. Herakles hatte mit seiner Forderung Erfolg, wandte er sich mit dieser doch an einen im Tragen und im Trageleid Kundigen. Atlas also nahm Herakles, im Glauben nur ein letztes Mal noch diese Aufgabe zu übernehmen, also glaubend, er sei kurz eine Stütze, eine Hilfe, eine Helping Hand, das Firmament ab,
damit Herakles sich vorbereiten könnte. Aber kaum hielt Atlas wieder das Firmament, stahl sich Herakles davon und machte Atlas zum Arbeiter ohne Pause und Dank. Das Spiel von Atlas und Herakles heißt Betrug. Herakles war ein beruflicher Betrüger. Wir gehen hier, ohne es beabsichtigt zu haben, durch sehr private Zonen. Sehen Sie, das sind die sehr privaten Zonen, und wir schleichen uns durch die privaten Zonen, um nicht in Privates verstrickt zu werden. Wir schleichen hier auch durch Ihre privaten Zonen. Wir bemühen uns, vorsichtig zu sein. Wir tragen die Vorsicht durch die Tage. Wir verlieren die Vorsicht aus den Augen. Alles rät uns an, die Vorsicht aus den Augen zu verlieren. Wir begeistern uns für Umsicht und Arbeitslust. Wir verwandeln jeden Tisch, also auch den Spieltisch, in einen Arbeitstisch und bekennen uns immer dazu, unter uns überhaupt kein Problem mit dem Wort Arbeit zu haben. Ja, unter uns genau zu wissen, was und wie die Arbeit ist, die wir meinen, wie sie ein Witz ist, ein Spiel, ein großer Ernst, die Abkürzung, für die wir vielleicht wieder Jahre brauchen. Und Sarah Ahmed schreibt, man wirkt nicht wie ein Professor, wenn man nicht so auftritt, wie es ein Professor üblicherweise tut. Und ich frage mich also, um welche Übereinstimmung geht es und welche Deckungsgleichheit? Und von welchen Erwartungen kann mit welchem Aufwand abgewichen werden? Wie muss man auftreten, um verstanden und erkannt zu werden? Ich wende Sarah Ahmeds Satz an und sage, man wirkt nicht wie die Überwindung der einschnürenden Arbeitswelt, wenn man nicht so auftritt, wie es die Überwindung der einschnürenden Arbeitswelt üblicherweise tut. Aber diese Anwendung des Satzes von Sarah Ahmed führt nicht weiter, führt nur in jene bekannte Sackgasse, wo die einschnürende Arbeitswelt auf ihre Überwindung längst mit neuen Formulierungen, Orten und Begründungen aufgestellt ist und die Überwindungsversuche sich dabei nahezu schadlos haltend zurückwirft, zurückspielt wie nebenbei. Und Sarah Ahmed sagt, was nicht genutzt werden kann, könnte man als defekt bezeichnen. Innerhalb einer defekten Arbeitswelt produzieren wir defekte Ideen. An einem Tisch über Arbeit sprechen. An einem Tisch über Feindschaft sprechen. An einem Tisch Freundschaft sein. Und was ich sagen möchte, wir haben viele Tische zwischen und vor und unter uns gehabt. Wir haben jedem Tisch viel abverlangt oder wir haben jeden Tisch uns viel abverlangen lassen. Und es kommt folglich die Frage auf. Und wenn wir dich, euch, sie so sehen, dann fragen wir uns schon, wie leben wir eigentlich zusammen? Und wenn du uns so siehst, ihr uns so seht, sie uns so sehen, dann fragst du dich, fragt ihr euch, fragen sie sich schon, wie leben wir eigentlich zusammen? Und ich wollte fragen, kennen wir uns? Kennen wir uns schon geschäftlich? Wie kennen wir uns? Arbeitgeber, Arbeitnehmer von Helga M. Nowak. Dem das Gefrierhaus gehört, der nimmt meine Arbeit. Er nimmt sie mir ab. Ich, da mir nichts gehört, gebe ihm meine Arbeit. Er ist der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber bin ich. Arbeitnehmer und Arbeitgeber. An einem lodengrünen Tisch begegnen wir uns mit vertauschten Namen und taxieren uns. Und Miriam Kahn sagt, Zitat, Ich wollte Bauarbeiter werden, Schreiner werden, Musiker und Schriftstellerin. Ich wollte zeichnen, bauen, schnitzen, sägen und planen,
Schreiben, erfinden, komponieren, musizieren und herumlaufen, herumstehen, betrachten. Immer, jeden Tag. Jeden Tag tätig sein, täglich leidenschaftlich konzentriert, mit den Händen denken, spielend arbeiten und vor allem selbst und allein. Ich wollte Künstler werden, Picasso werden, Munch, Goya, Michelangelo. Künstler sein, unbedingt, absolut frei wie ein Mann leben. Aber nie Mann sein. Ich wollte Frau sein. Und, wie ein Mann leben, wie ein Mann arbeiten. Niemals niemandem dienen. Nie Gattin, Mutter, Muse, Freundin, Partnerin werden, wollen, sein. Niemals nie. 1970 bis 1980. Ausbildung, Ausbildung vergessen. Frauenbewegung, Ausbildung vergessen. weggehen. Kunst. 1980 bis 1990 wiederkommen. Kunst. Karriere, Reisen. Stationierung Pershing 2. Karriere. Kunst, Karriere. weggehen. Wegbleiben. Kunst, Tschernobyl. Schweizer Halle. Kunst. Wiederkommen. Mauerfall. Je mehr ich arbeitete, desto leerer wurde es um mich. Je mehr ich den Zusammenhang zwischen meiner Arbeit und meinem Frausein sah, desto mehr arbeitete ich. Keinen drinnen, nein. Ich stelle Waffen her. Ich werfe weißes Plastilin auf schwarzen Boden und nenne diese Stücke weibliche Waffen, Wurfgeschosse, Waffenfälschungen. Zitat Ende. Und auch ich, sagen wir, wollte nie, seit einer ganzen Weile schon, All meine Tätigkeiten in Handhabbarkeit übertragen, in Produkthaftigkeit, sondern wollte vielmehr Möglichkeiten finden, haben, sehen. wir haben immer ein Maximum versucht und versucht, die Arbeitswelt auf unsere Seite zu ziehen. Durch Analyse, Spiel und Zauberei. Und Sarah Collins zitiert in Small White Monkeys die Antwort einer Freundin auf die Frage, was eine Hexe sei. Ich definiere eine Hexe als jemanden, der die Sprache benutzt, um die materielle Welt spürbar zu verändern. Zum Glück haben wir Geld. Zum Glück haben wir Geld erfunden. Es kann ja jeder Geld erfinden. Zum Glück haben wir Geld dabei. Auf manchen der Scheine steht "This is no money". Auf manchen der Scheine steht, dieses Geld funktioniert nicht. Ich möchte aber nun und notwendigerweise behaupten, dieses Geld funktioniert, dieses Geld ist Geld. Dies ist ein Startguthaben. Dies ist ein Anfang. Wir treffen uns an einem Tisch und reden uns in Antworten und Lösungen hinein. Wir reden uns raus. An einem Tisch reden wir uns aus den Verzweiflungen und Sackgassen raus und nennen sie bei ihrem Namen. Verzweiflung, Sackgasse, ausweglose Situation. Und weiter? Unmöglichkeit, Albtraum, Unding, gar nicht, auf keinen Fall, durchaus nicht, in keiner Weise, in keinerlei Beziehung, keine Spur, keineswegs, nein, nicht daran zu denken. Bedrängnis, Bedrohung, Bürde, Drangsal, Fluch, Prüfung, Qual, Niedergang, Pandora-Büchse, Reinfall, Rückschlag, Ruin, Unheil, Untergang, Verdammnis, Verhängnis, Zerstörung.
Nein. Liebe Arbeit, liebe Arbeitswelt, ich sage es dir nochmals in den Worten der Nonne Mariana Alcoforado. Ich gestehe zu deiner und meiner Schande, dass ich an diesen Kleinigkeiten mehr hing, als ich dir sagen will. Ich musste von neuem alle meine Einsichten durchgehen, um mich von jeder im Einzelnen loszumachen. Und das zu einer Zeit, da ich mir das Glück wünschte, von dir schon völlig frei zu sein. Du, liebe Arbeit, liebe Arbeitswelt, hast keine Ahnung von den 1000 Unentschlossenheiten, die in einem aufgeregt werden können, und ich werde sie dir sicher nicht herzählen. Und wir lesen: Drinnen setzten sie sich an einen Tisch und dann schmiedeten sie offenbar den Plan, eine Anschlagsserie zu verüben, um einen Bürgerkrieg auszulösen. Und wir fragen uns nicht, warum wir uns das fragen, aber wir fragen uns, wie sah denn dieser Tisch aus? Wie sah wohl dieser Tisch aus? Was meinen Sie denn? Was meinen Sie denn, wenn Sie Tisch sagen? Was sehen Sie denn, wenn Sie Tisch sagen? Wo sind Sie denn, wenn Sie Tisch sagen? Und ob wir einander vertrauen können? Gut möglich, dass dieser Tisch dort eine Bühne ist. Gut möglich, dass dieser Tisch hier riesig ist. Lassen Sie uns diesen Tisch betrachten. Lassen Sie uns diesen Tisch benutzen. Guten Tag, Sie sind ja alle da. Und wir sagen, wie sieht es denn hier aus? Hat sich schon wieder etwas verändert? Hat sich nichts verändert? Und Marianne Fritz schreibt: So ist es wohl in der täglichen Praxis. Es passiert, dass Sätze weitergestrickt, weitergebaut, fertig gebaut werden, ohne dass hierbei bemerkt wird, den Satzbedürfnissen, den grammatikalischen und anderen Regeln wird zu ihrer Verwirklichung, zu ihrer Verkörperung auf dem Papier verholfen. Denen wird Rechnung getragen, aber nicht mehr der Wirklichkeit. Der näher zu kommen, die besser erfassen stets Voraussetzung ist für ihre Veränderung, für ihre brauchbare, nützliche, planvolle, menschenerleichternde, weiterbringende, bewusste Veränderung, für ihre in ihr angereicherten, aber nicht so ohne weiteres sichtbaren, oftmals verborgenen, Segen wie Fluch aus sich herauswachsen lassen könnende Sprengkräfte. Wir halten uns die öffentlichen Plätze als Schutzschilde vor das Gesicht. Und siehe da, es mangelt überall an Schutz und Schirm und schon lange an den richtigen Informationen zur guten Ausrüstung. Passen Sie gut auf sich auf. Wir haben Gesichter und keine Angst mehr, das Gesicht zu verlieren. Wir haben Gesichter und können unser Gesicht gar nicht verlieren. Sollte es doch möglich sein, dass wir das Gesicht verlieren, man weiß ja nie, man weiß ja nie, man weiß ja nie, dann ist es so. Wir haben, wie gesagt, keine Angst vor einem Gesichtsverlust. Überhaupt nicht. Das Risiko, Angst vor dem Gesichtsverlust zu haben, gehen wir überhaupt nicht ein. Weißt du, was ich so lange schon sagen will?
Liebe Arbeit, liebe Arbeitswelt, ich sage dir in den Worten der Nonne Mariana Alcoforado, es wäre auf alle Fälle eine mildere Qual für mich gewesen, dich weiterzulieben, trotz deines Undanks, als dich für immer aufzugeben. Ich entdeckte, dass ich nicht so sehr an dir hänge, als an meiner eigenen Leidenschaft. Du warst mir durch dein kränkendes Benehmen schon verhasst geworden, aber es war wunderlich, wie es mich leiden machte, gegen meine Leidenschaft anzukämpfen. Zugeben muss ich immer noch, dass du große Überlegenheit über mich besaßest und dass du mich mit einer Leidenschaft erfüllt hast, über der ich den Verstand verlor. Aber du darfst dir nicht viel darauf einbilden. Sie hören nun das Lied von den Verbindungen, die nicht gekappt werden dürfen. Der Ladentisch, die Tischvorlage, zu Tisch, der Schreibtisch, der Waschtisch, die Tischschnecke, der Tischbock, das Tischgestell, der Kindertisch, der Kaffeehaustisch, der Biertisch, der Klapptisch, der Campingtisch, der Betttisch, der Basteltisch, der Zeichentisch, der Lichttisch. Der OP-Tisch, der Arbeitstisch, der Seziertisch, der Frisiertisch, der Verhandlungstisch, der Stammtisch, der runde Tisch, das Tischbein, der Tischstaubsauger, der Geburtstagstisch, der Kartentisch. Reinen Tisch machen. Dieser Arbeitstisch, dieser Beistelltisch, dieser Spieltisch, dieser Stehtisch, dieser Desktop. Der Tusch. Liebe Arbeit, mir ist wirklich nach einem fröhlichen, freundlichen, energischen Getöse und Gewimmel, nach zugewandter Beschäftigung, die den Katastrophen der Welt keine weitere hinzufügt, keine Katastrophe unterstützt, sei es auch unwissentlich, und sich nicht an den nur zu deinen Gunsten, Arbeit, Arbeitswelt, existierenden Einschränkungen abarbeiten muss. Liebe Arbeitswelt, was haben wir eigentlich für eine Beziehung? Ich habe wirklich den Eindruck, alle Fragen, die ich dir stellen könnte, selber viel besser beantworten zu können. Nur nicht die Frage nach dem Wann und Wie deines Endes. Die Voraussetzungen, unter denen eine Situation besteht, können wahre Widerstände erzeugen. Das bedeutet Arbeit. Die muss man dann mitdenken, mit einbeziehen, irgendwie aushandeln. Es ist nicht möglich, sie außen vor zu lassen. Sie nehmen automatisch teil, sind Teil der Arbeit. Ich erinnere, eine Gebrauchsanweisung für Zusammenarbeit und versuche, die Erinnerung aktiv einzuarbeiten in die Vorstellung der Zusammenarbeit. Wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Wir sind voraussichtlich nie da und das wollen wir niemanden wissen lassen. Ich kann leider nicht länger warten. Wir sind voraussichtlich nie da und das wollen wir alle wissen lassen. Wir sind voraussichtlich nie da und das wollen wir alle wissen lassen. Wie gesagt, wir verwandeln jeden Tisch in einen Arbeitstisch und verrichten immer jene Arbeit, die aufdringliche, einschnürende Arbeit von uns fernzuhalten. Wir sind da und gut erreichbar. Vielleicht sind wir GefährtInnen. Liebe Arbeitswelt, wirklich, so wie du dich zeigst, zerstörst du Solidarität, Überraschungen und bist das Mittel gegen Wunder. Du bist geradewegs so eingerichtet, dass Solidarität, Überraschungen und Wunder durch und für dich verboten werden.
Hm? Danke.